Die 33 Reden von Saint-Germain von Godfrey King. Anrufung. Du mächtige, unüberwindliche Ich Bin-Gegenwart, rede dich in die Herzen der Menschenkinder, fülle ihre Herzen und Gemüter bis zum Überfließen mit der Herrlichkeit deiner Gegenwart, mit der bewussten Kraft, dich anzublicken und dich zu erkennen als das eine, als den mächtigen, ewigen Ursprung aller Dinge, durch den das Bewusstsein aller Menschen getragen wird, immer fortgetragen wird. Mache, dass sie dein großes Eigentumsrecht erkennen, dass du allein Besitzer und Spender aller Dinge bist und dass sich einer dem anderen selbstlos offenbaren soll. Ich bringe euch Grüße von der großen Schar, die immer da ihre strahlende Gegenwart in euer Leben ergießen. Die Rede 20. Mit großer Freude sehen die vielen, die dieses Vollbringen beobachten, wie wahrhaft die Schüler in die mächtige Ich-Bin-Gegenwart eintreten und wie die Dinge, die sie gestört hatten, aufgelöst werden und dahinfallen, als wären sie nie gewesen. Geliebte Schüler, könnt ihr erfassen, wie groß unsere Freude ist, die wir den Pfad in diese große Freiheit der Meisterschaft bereits geschritten sind und nun erleben können, wie ihr in diese Gegenwart tretet, die, wenn ihr sie festhaltet, euch sicherlich die gleiche Freiheit bringen wird. Nur wenn das Äußere genügend gehorchen lernt und alle Kraft dieser großen, inneren Gegenwart gibt, kann einer durch diese mächtige Anerkennung Frieden und Ruhe finden. In diesem Frieden, dieser Ruhe fließt ein mächtiger Kraftstrom, wie ein Bergfluss durch ein fruchtbares Tal, umsäumt mit Blumen und vollkommenen Pflanzen. Mehr und mehr bewegt ihr euch in diesen Frieden, der das große Verstehen bringt, und spürt, wie der ewige Kraftstrom in uns durch euer Wesen fließt und seinen Segen und seinen Reichtum in euer Leben, in eure Erfahrung trägt und dort ausbreitet, wohin ihr auch gehen möget. Es stimmt, dass die Intelligenz den Kanal darstellt, durch den ihr empfangen müsst. Doch wenn ihr die Wahrheit der Ich-Bin-Gegenwart fühlt, in inniger Ergebenheit, wird die Stille in euch immer größer werden, bis ihr eines Tages selber erfahrt, was verkündet ist. Du wirst das Tor deiner Schöpfung vor dir weit offen sehen, und du wirst mit offenen Armen in jene Freiheit treten und den Wohlgeruch der reinen Atmosphäre der ätherischen Welt einatmen, in der du fähig sein wirst, jenen plastischen Stoff in vollkommene Form zu bringen, bei allen Dingen, auf die dein Wunsch gerichtet bleibt. Ihr macht glänzende Fortschritte. Lasst euch nun nicht stören oder eure Arbeit unterbrechen durch Befürchtungen gegenüber Personen, Orten, Verhältnissen und Dingen. Denn die Gegenwart des Lichtes steht vor euch, winkt euch zu, in ihrer zärtlichen Umarmung zu verweilen und ihre grenzenlosen, unvorstellbaren Reichtümer, die sie für euch bereithält, zu empfangen. Ich werde nun etwas sagen, das euch in Erstaunen setzen mag, doch ich versichere euch, dass es wahr ist. Am vorigen Abend wurde die Frage gestellt: Wart ihr alle schon früher beisammen?
Nun, es wäre nicht möglich gewesen, euch in diese verstärkte Tätigkeit des großen inneren Gesetzes einzuführen, wenn euch nicht früher schon Gemeinschaft und Schulung harmonisch verbunden hätte. Ihr könnt nur schwerlich begreifen, dass ihr eine höhere Schulung empfangt, wie sie bisher nur nach 3-jähriger Probezeit in der Geheimstätte erteilt wurde. Einige von euch haben Schätze an Kraft aufgespeichert. Darunter verstehe ich Energien, die durch eure bewusste Tätigkeit eurer Ich-Bin-Gegenwart erzeugt wurden. Andere haben Schätze an Licht, wieder andere an Liebe angesammelt. Auch Gold und Juwelen wurden aufbewahrt, um in dieser Verkörperung benutzt zu werden. Einige von euch sind nun so weit, dass sie diese Schätze zur Sichtbarkeit in die eigenen Hände bringen können. Denkt nicht, ich ergehe mich in wunderlichen Tagträumen. Zu eurem Segen und Gewinn rufe ich dieses zu eurer Beachtung. Ich möchte, dass jeder von euch während des Tages zumindest 5 Minuten für sich alleine gehe und zu seiner Ich-Bin-Gegenwart ungefähr so spreche. Große, meisterliche Gegenwart, die ich bin. Ich liebe, ich verehre dich. Ich gebe dir alles zurück, die Fülle aller schöpferischen Kraft, alle Liebe, alle Weisheit, und durch diese Kraft, die du bist, gebe ich dir Vollmacht in meinen Händen zu meiner Benutzung, die Erfüllung jedes meiner Wünsche sichtbar zu machen. Ich beanspruche nicht länger irgendeine Kraft als meine eigene. Ich will nun dich, die alleinige und in allem sieghafte Gegenwart in meinem Heim, in meinem Leben, in meiner Welt und meiner Erfahrung. Ich anerkenne deine volle Oberhoheit und Befehlsmacht über alle Dinge, und ist mein Bewusstsein auf ein Vollbringen gerichtet, so übernimmt deine unüberwindliche Gegenwart und Intelligenz die Führung und bringt die Erfüllung rasch in mein Leben, sogar mit Gedankenschnelle. Ich weiß, du bist Herrscher über Zeit, Ort und Raum. Daher kannst du deine umfassende Vollkommenheit augenblicklich in die sichtbare Tätigkeit bringen. Ich stehe unerschütterlich fest in der vollen Anerkennung dieser Wahrheit, jetzt und immer da, und ich werde meinem Verstande nicht erlauben zu wanken, denn ich weiß nun endlich, wir sind eins. Geliebte Schüler, diesem Grundgedanken könnt ihr beifügen, was ihr im Besonderen haben möchtet, und ich versichere euch, könnt ihr dieses Wissen auch leben, und ich werde euch dabei helfen, so werdet ihr erfahren, dass die Schleusentore von Gottes Überfluss sich öffnen werden. Ich denke, hier sollte ich Folgendes erklären. Die wichtigste und wünschbarste Sache für jedermann besteht darin, die eine dauernde Notwendigkeit im Gemüte festzuhalten. Verharrt in dieser mächtigen Ich-Bin-Gegenwart so innig und fest, dass alle Liebe, alles Licht, alles Gute und Reiche in das Leben und die Erfahrung strömt durch eine innere, antreibende Kraft, so dass nichts von äußeren Persönlichkeiten sich mehr störend einmischen kann, zu keiner Zeit und an keinem Orte. Dieses ist das Ziel wahrer Schulung. Zu diesem Zwecke wurden Schüler, die als bereit oder genügend fortgeschritten befunden wurden, in die Geheimstätten gebracht. Es ist leicht genug, eure aufsteigenden Probleme, eines nach dem anderen zu lösen. Doch warum sollte das unaufhörlich getan werden?
Endziel ist, irgendwo etwas zu haben, in dem ihr euch verankern könnt und das euch über die Betrachtung irgendeines Problems hinaushebt. Die einzige wünschbare Sache ist, eure Ich Bin-Gegenwart zu finden und euch darin zu verankern. Ehe ihr dieses Ziel erreicht und euch in der großen Ich Bin-Gegenwart fest verwurzelt, ist natürlich notwendig, eure Probleme, wie sie aufsteigen, zu lösen. Doch um wie viel besser ist es, in diese mächtige Gegenwart einzutreten und ihre Kraft und Tätigkeit freizusetzen, die alle Probleme schon löst, ehe sie vor euch erscheinen. Ist es nicht angenehmer, als jeden Morgen zu erwachen und die neuen, noch ungelösten Fragen aufsteigen und einen anstarren sehen, als ob sie vermeintlich etwas Wichtiges wären? Doch ich weiß, euren äußeren Sinnen machen sie oft einen gewaltigen Eindruck. Mit eurem herrlichen Gehorsam für das göttliche Prinzip erschaffener Wesen werden wir den Pfad dahin schreiten, den Panzer unüberwindlichen Schutzes umgürtet, bis ihr die blendende Kraft des Lichtes, in das ihr tretet, auch ohne Schutzschild zu ertragen vermöget. Ist es nicht aller Anstrengung wert, sich in diese herrliche Freiheit vorbewegen zu können? Wenn ihr dann am Morgen erwacht, so werdet ihr diese Besucher, in Klammern die Probleme, nicht mehr vorfinden. Da ich nun diese Worte gesprochen habe, hielt ich jedes einzelne von euch im Scheinwerferlicht meiner Vision, sogar ohne eure Erlaubnis, damit ihr beim Hören dieser Worte zugleich ihre innere Überzeugung spürt, mit einer Kraft, die euch entzücken wird. Wenn kritische oder störende Gedanken versuchen, in euer Bewusstsein einzudringen, so macht die Türe rasch zu und gebietet ihnen auf immer, sich davon zu machen. Lasst ihnen keine Gelegenheit oder Zeit, sich festzusetzen, immer eingedenk der tragenden Kraft der mächtigen Ich Bin-Gegenwart, die dieses zu tun vermag und die euch zur Verfügung steht. Solltet ihr Schwierigkeiten haben, die Türe geschlossen zu halten, so sprecht zu eurer Ich Bin-Gegenwart und sagt: Siehe da, ich brauche Hilfe. Siehe zu, dass die Tür vor dieser Störung geschlossen bleibt, auf immer. Ich möchte, dass ihr in eurem Bewusstsein fest werdet, dass ihr zu eurer Ich Bin-Gegenwart sprechen könnt, wie ihr es zu mir könntet. Ihr könnt diese mächtige Gegenwart veranlassen, jede Bedingung in eurer gesamten Erfahrung zu meistern und euch in die Freiheit und Beherrschung aller Dinge zu erheben. Da einige von euch bereits in die Tätigkeit des universalen Stoffes hineinreichen, möchte ich eure aller Aufmerksamkeit auf diese Tatsache richten. Der Stoff eurer Körper und dieser Stoff, der um euch ist und euch unsichtbar erscheint, antwortet unermesslich fein empfindlich auf euer bewusstes Denken und Fühlen, durch das ihr ihn in jede von euch gewünschte Form bringen könnt. So vermögt ihr durch euer Denken und Fühlen den Stoff eures Körpers in Form von auserlesenster Schönheit umzubauen. Eure Augen, Haare, Zähne und die Haut voll strahlenden Leuchtens. Dies sollte die Damen sehr ermutigen, doch auch die Herren, wenngleich diese es nicht zugeben wollen. Geliebte Brüder und Schwestern, wenn ihr in den Spiegel blickt, so sagt zu dem dortigen Bilde: Durch die Intelligenz und Schönheit in jeder Zelle, aus denen du aufgebaut bist,
Du wirst meinem Befehle gehorchen und auf jede Weise strahlend schön werden, in Gedanke, Wort, Gefühl und Form. Ich bin das Feuer und die Schönheit dieser Augen, und ich trage die strahlende Energie in alles, was ich anblicke. So könnt ihr die Vollkommenheit in Erscheinung rufen, und es gibt euch alle nötige Ermutigung zu wissen, ich bin immer die herrschende Gegenwart. Ich möchte denen, die ebenmäßige Körperformen wünschen, sagen: Streicht mit euren Händen von den Schultern bis hinunter zu den Füßen und fühlt die Vollkommenheit oder das Gleichmaß in Klammern Symmetrie der Gestalt, die ihr wünscht. Durch eure Hände wird die Kraft oder Eigenschaft, der ihr Gestalt geben möchtet, strömen. Versucht ihr dieses mit innig ernstem Empfinden, so werdet ihr über die Ergebnisse staunen. Es gibt auf Erden kein wirksameres Mittel für schlanke Linie. Es wird das Muskelgewebe veranlassen, Formen schöneren Gleichmaßes und der Vollkommenheit anzunehmen, fest und doch auf jede Art geschmeidig zu werden, weil ihr die Kraft der Ich-Bin-Gegenwart durch diese Zellen schickt und sie eurem Gebote gefügig macht. Das mag merkwürdig klingen, doch ich sage euch, es ist eines der besten, sichersten und vollkommensten Mittel, die Vollkommenheit des Körpers zu erreichen. Wer es praktisch anwendet, wird den Körper in jede gewünschte Lage und jeden gewünschten Zustand bringen. Ich möchte den Schülern voll zum Bewusstsein bringen, dass sie Meister ihrer Form, ihres Gemütes und ihrer Welt sind und ihnen eingeben können, was sie wollen. Das reine und vollkommene Leben Gottes strömt jeden Augenblick durch euch. Warum schaltet ihr nicht die alten Muster aus und die neuen ein? Seht ihr nicht, wie wichtig es ist, euren Leib zu vervollkommnen? Was kann die innere Gegenwart tun mit einem Körper, der ständig krank oder aus dem Gleichgewicht ist? Wo dieses der Fall ist, wird die Aufmerksamkeit so fest auf den Körper festgelegt, dass die Ich-Bin-Gegenwart sie nur selten auf sich lenken vermag. Wo dieses der Fall ist, wird die Aufmerksamkeit so fest auf den Körper festgelegt, dass die Ich-Bin-Gegenwart sie nur selten auf sich zu lenken vermag. Es ist so leicht, das zu ändern, wenn ihr nur wollt. Durch diese Behandlung des Muskelgewebes, durch die Kraft der Ich-Bin-Gegenwart wird es fest und vollkommen. Ich spreche heute von diesen Dingen mit solch tiefem Gefühl, weil ich die Wandlung und die Fortschritte in fast jedem von euch sehe. Wird nun die bewusste Aufmerksamkeit noch besonders darauf gerichtet, so wird jedes noch viel rascher die gewünschte Vollkommenheit erreichen können. Hat jemand einen abnormalen Bauch und alles, was über die gerade Linie hinausgeht, ist abnormal, so sollte er die linke Hand in diese Lage erheben, Handfläche nach oben und mit der rechten Hand über den Bauch kreisen, von links tief nach rechts hoch. Empfindet jedes Mal, wenn die Hand über den Bauch gleitet, die aufsaugende Tätigkeit. Die rasche Kraftladung durch die Hand geht in die Zellen und baut sie ab, verdichtet sie in eine normale Form. Ich versichere euch, diese Anleitung entspricht nicht mäßiger Einbildung, sondern ist von gewaltiger Wichtigkeit und wird ihren Zweck erreichen, zweifellos, wenn mit ernstem Gefühl angewendet.
Ihr solltet euch bewusst sein, die Kraft, die durch die rechte Hand fließt, ist die allmächtige aufsaugende Gegenwart, die alle unnötigen Zellen verzehrt und den Körper in einen vollkommenen, normalen Zustand bringt. Das wird nicht nur den abnormalen Umfang des Bauches berichtigen, sondern die äußere Form durchdringen und die Tätigkeit der Eingeweide reinigen, läutern, was von unschätzbarem Werte ist. Arbeiten diese Organe bisher träge, so werden sie nun zu normalem Schaffen belebt. Ich versichere euch, die Damen werden nicht mehr Rollen benötigen, um den Bauch niederzuwalzen oder sich selber auf dem Boden wälzen müssen. Doch ich weiß auch, dass nicht nur Damen solche Dinge tun. Der unglückselige, fast erschreckende Zustand ist, dass Einzelwesen, die diese mächtige Gottgegenwart in sich tragen, äußeren Dingen jede denkbare Kraft zuwenden, um in und um sich Wirkungen zu erzeugen, wenn doch alle benutzten Heilmittel, seien es körperliche Übungen, Arzneien oder irgendetwas anderes, nur geringe oder keine Wirkung haben, außer dem Werte und der Kraft, die der Benutzer selber diesen Mitteln bewusst zuschreibt. Die vorgeschlagene Behandlung dagegen wirkt auf alle Zellen, wo immer sie sein mögen, in Knochen wie in Muskelgeweben. Wie leicht ist der äußere Verstand geneigt, die Fähigkeit des inneren Selbst, irgendeinen Teil des Körpers zu behandeln, zu bezweifeln. Kann er irgendwelche Zellen beeinflussen, dann alle. Bringt das Äußere zur Anerkennung der vollen Kraft der inneren Gegenwart und lasst diese dadurch sich in die Benutzung aller Dinge ausweiten. Der äußere Verstand hat durch lange Gewöhnung den Arzneien und Heilmitteln jeder Art gewaltige Kraft zugetragen. Doch erkennt ihr nicht, dass es nur die Kraft und Vollmacht ist, die ihr selber ihnen zuweist, die nun eine Wirkung auf den Körper ausüben. Ich bin keinen Augenblick der Meinung, dass Menschen, die der Ich-Bin-Gegenwart noch nicht gewahr geworden sind, aufhören sollten, Heilmittel zu benutzen. Wenn sie jedoch in ihrem Verstande zäh festhalten, jedes äußere Ding hat in meiner Erfahrung nur die Kraft, die ich ihm verleihe, so werden sie beginnen, sich aus den Begrenzungen, in die sie sich verstrickt haben, zu erheben. Lasst mich hierbei fügen, dass 9/10 der Kraft, die äußeren Dinge zukommt, unbewusst gegeben wird, und selbst die meisten Schüler sind sich dessen nicht bewusst. Wendet ihr nun dieser großen Gottgegenwart in euch alle Kraft zu, damit sie alles vollbringe, was ihr wünscht. So wird sie dieses mit einer Schnelligkeit und Sicherheit besorgen, die jedes äußere Heilmittel weit übertreffen, während andere sich mehr anstrengen müssen. Doch jene Bemühung wird sich reichlich lohnen. Erinnert euch, die Ich-Bin-Gegenwart kennt in alle Ewigkeit unbegrenzt alle Dinge, vergangene, gegenwärtige und zukünftige. Würde der Schüler an diese große Gegenwart denken, sich in sie versenken und wissen, dass sie alle Liebe, Weisheit und Kraft ist, dann würde er nun seine Aufmerksamkeit auf etwas richten, das geschaffen werden sollte. So wäre es sicher, dass diese Gegenwart das offene Tor ist, das allmächtige Gelingen, das niemals versagen kann. Ruft das Gesetz der Verzeihung an und lenkt die Kraft des Meisters selbst, damit sie das Unrecht schlichte und berichtige
und sich dadurch von dessen Rückwirkungen befreie. Ihr seht, meine lieben Menschen, der äußeren Tätigkeit und dem Druck der Dinge, um die sich die Ich-Bin-Gegenwart nicht im geringsten kümmert, wird so viel unnötige Kraft gegeben. Die Ich-Bin-Gegenwart beschäftigt sich niemals mit den Irrtümern des äußeren Selbst. Und wenn der Einzelne verstünde, dass er sich von all diesen missklingenden Geschäftigkeiten abwenden kann, um der meisterlichen Ich-Bin-Gegenwart in seinem Innern alle Vollmacht und Kraft zu geben, die verkehrten Verhältnisse aufzulösen, so müsste er niemals die Rückwirkungen seiner unrichtigen Taten zu spüren bekommen. Wenn ein Mensch sich erlaubt, einen anderen Menschen zu kritisieren, zu beurteilen oder zu richten, so schädigt er nicht bloß die andere Person, sondern gestattet unwissentlich der Sache, die er in der anderen Person als unrichtig empfindet, in seine eigene Erfahrung zu treten. Das wahre Verständnis dieses Vorganges macht es Einzelnen leicht, diese unerwünschten Auswirkungen für immer zu vermeiden, wenn sie wissen, dass es zu ihrem eigenen Schutze geschieht. Lasst uns dieses noch auf eine andere Art klarlegen. Jede Eigenschaft, auf die sich die bewusste Aufmerksamkeit festgerichtet hält, wird in die Erfahrung dieses Einzelwesens vorgetrieben. Was ein Einzelner in einem anderen mit tiefer Empfindung erblickt, das zwingt er in seine eigene Erfahrung. Dieses beweist unstreitbar, warum niemals ein anderes Gefühl auf jemand anderes ausgeschickt werden sollte, als die Gegenwart göttlicher Liebe, und ich verstehe darunter reine Liebe ohne Selbstsucht. Schüler wundern sich öfter, warum sie sich in ihrer Erfahrung mit so vielen Umständen zu beschäftigen haben, da sie immer feinfühliger werden. Die Ursache liegt darin: Sie sehen eine Erscheinung, über die sie gelehrt wurden, sie sei nicht wirklich. Nun gestatten sie ihrer Aufmerksamkeit, von ihr festgehalten zu werden. Dadurch laden sie die Erscheinung nicht nur ein, sie zwingen sie in ihre eigene Welt und haben dann zu kämpfen, um ihr Haus wieder sauber und frei zu machen. Das kann vermieden werden, wenn die Aufmerksamkeit sofort von der Erscheinung, was sie auch sein mag, weggenommen wird in dem Wissen: Ich bin, ich bin, ich weiß, ich bin frei, dieser Sache für immer frei. All dieses ergibt sich natürlich aus Mangel an Selbstbeherrschung im einzelnen Menschen oder aus einem Widerwillen, diese Selbstbeherrschung gegenüber dem Äußeren anzuwenden. In Schülern gibt es diese zwei bestimmten Zustände. Einer ist bereit, den Versuch zu machen, gestattet aus Unkenntnis seiner Aufmerksamkeit, von unerwünschten Dingen festgehalten zu werden. Der andere dagegen ist aus einer Art Halsstarrigkeit nicht willens, die erforderliche Anstrengung zur Überwindung aufzubringen. Niemals sollte ein Lehrer einem Schüler einen Gedanken der Kritik zuwenden. Tut er es, so wird er dieselbe Kritik auf sich selber ziehen. Können Schüler dieses richtig erfassen, so werden sie solche Fehler nicht mehr begehen, zu ihrem eigenen Schutze. Sieht einer einen Widerspruch in einem anderen und betrachtet ihn schweigend, so ist das noch schlimmer als das gesprochene Wort,
denn es erlaubt der Kraft, sich anzusammeln. Drängen sich Widersprüche eurer Aufmerksamkeit auf, so sagt zu eurer Ich Bin-Gegenwart. Die Ich Bin-Gegenwart ist in jeder Person, und das Menschliche berührt mich nicht. Es ist gleichgültig, ob es sich um eine Person oder um einen unbelebten Gegenstand handelt. In jedem Augenblick, da ihr eine Unvollkommenheit anblickt, zwingt ihr jene Eigenschaft in eure eigene Erfahrung. Diese Tatsache ist so wichtig, dass sie nicht eindringlich genug betont werden kann. Eure erste Überlegung sollte immer eurem eigenen göttlichen Selbst und seiner stetigen Verehrung gelten. Das gibt euch die günstige Gelegenheit und Kraft, euch zu der Höhe zu erheben, da ihr Tausenden helfen könnt, statt nur einigen wenigen. Keine noch so große Fülle von Dienstleistungen kann von irgendeinem bleibenden Werte sein, wenn der einzelne Mensch nicht zuerst sein eigenes göttliches Selbst, die mächtige Ich Bin-Gegenwart anerkennt und verehrt. Wer dem Lichte dienen und wirklich Gutes tun möchte, sollte dieses ganz klar verstehen. Wenn Schüler sagen, hätte ich nur das Geld, wie viel Gutes wollte ich tun, so machen sie genau das Gegenteil von dem, was sie tun sollten. Tritt einer in die Ich Bin-Gegenwart, so wird er alles Geld haben, das er benötigt, und es wird ihm nicht ferngehalten werden können. Haltet gegenüber jedem Menschen fest, nur die Ich Bin-Gegenwart handelt dort in jener Person. Es ist viel besser, eine Sache überhaupt nicht zu erwähnen, als eine ungenügende Erklärung darüber abzugeben. Alle äußere Erfahrung ist nur ein Teil Erziehung. Für jene, die unserer Arbeit beitreten, ist die gegenwärtige Schulung wirklich eine abschließende Schule oder Erfahrung, und deshalb finden einige, dass sie etwas viel verlangt. Alle Aufgestiegenen fühlen mit großer Freude die Liebe und Dankbarkeit, die ihnen zuströmen, und natürlich antworten sie darauf fast unbeschränkt. Ich bin ist alles, was da ist, überall gegenwärtig, sichtbar und unsichtbar. Das Bewusstsein, das jeder Mensch am dringendsten benötigt, wird sich von Zeit zu Zeit einstellen, wenn die Schüler fortfahren, diese Wahrheit zu benutzen. Nehmt einfach die ruhige, sichere Haltung des Aufstiegs, in Klammern der Auferstehung ein. Anerkennt sie ruhig, rasch, liebevoll und seid einfach. Dieses verhütet Spannung. Nichts ist so mächtig wirksam wie dieses. Segensspruch. Du mächtige, alldurchdringende, unendliche Gegenwart, ich bin. Wir danken dir, dass wir dich gefunden haben, dass wir dich anerkennen, den allmächtigen Schöpfer, der sich voll sichtbar macht in allem, was wir brauchen, in unserer vollen Erleuchtung, in unserer vollen Meisterschaft, in der Verfügungsmacht über alle äußeren Dinge. Wir danken dir, dass du die alldurchdringende Gegenwart bist und dass du mit deiner Kraft und Weisheit überall deine Vollkommenheit vorwärts treibst.